Die Nestlé-Aktie ist gerade in aller Munde und viele Aktionäre glauben, dass sich hier eine wirklich gute Investitionschance bietet. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, wir analysieren jetzt heute Nestlé und bewerten, ob diese Aktie ja eine gute Chance ist als Kapitalanlage oder eben auch nicht. Und Nestlé ist ja in der Branche Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig, ist da der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern mit Marken wie ja, KitKat natürlich, Nescafé, Babynahrung, sowas wie Gerber, aber auch Purina und San Pellegrino. Die sind also wirklich stark diversifiziert und haben da verschiedene Produktsegmente in verschiedenen geografischen Märkten. Man ist absoluter Marktführer im Bereich Kaffee und Tiernahrung tatsächlich. Also schon ein ja, sehr interessantes Unternehmen. Und wir gucken uns hier einen kleinen Überblick auch an über die Marken. Sehen wir jetzt hier auch gleich Purina, Nido, klar klassisch unter Nesti bzw. Nestle, Nesquik, Nespresso, Nescafé, das kennt man natürlich alles. Maggi auch, Lion, KitKat. Also es ist ein wirklich bekanntes Unternehmen und hat viele bekannte Marken hier im Portfolio. Schauen wir uns mal den Qualitätscheck an als erstes und wir sehen hier bei den Gewinnen, Cashflows und Dividenden, dass Nestlé ja, sich relativ langsam nach oben entwickelt. Also der Gewinn und der Cashflow, der ist relativ zyklisch, immer mal wieder von einzelnen kleinen Einbrüchen hier gezeichnet und die Prognose sagt tatsächlich, dass im Jahr 2025 hier nochmal ein Einbruch erfolgen soll und erst ab 26 sollen dann hier wieder die Gewinne und Cashflows ansteigen. Wir haben eine relativ hohe Payout-Ratio von 70%. Also das ist dann schon irgendwann auch ungesund, gerade wenn jetzt hier diese Cashflows nochmal sinken sollen in diesem Jahr. Bei den Umsätzen und Margen sehen wir, dass der Umsatz seit 2008 rückläufig gewesen ist und jetzt dann eben erst im Jahr 2027 wieder dieses Niveau erreichen soll. Also hier kein ja, wirklich fundamentales Wachstum mehr in Sicht, beziehungsweise in der Vergangenheit gewesen. Die Margen relativ stabil mit im Moment so 12,2%. Also in diesem Rahmen bewegen sie sich eigentlich auch längerfristig. Ist ja relativ in Ordnung. Schuldenquote ja schon etwas erhöht. Also Schuldenquote gesamt haben wir jetzt hier 74%, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wir sehen dann auch später noch, Verschuldung zum Free Cashflow ist relativ hoch schon. Hier liegt auch noch ein bisschen was an Goodwill eben dann in der Bilanz durch Akquisitionen. Und sie haben aber als Ziel eine Verschuldung von Net Debt to EBITDA von 2 bis 3 zu haben. Was sehr, sehr schön ist, die ausstehende Aktienanzahl, die ist langfristig reduziert worden und das auch tatsächlich mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Also das gefällt mir jetzt hier sehr gut. Den Rest finde ich jetzt eher schwach. Schauen wir mal die Multiples an und da sehen wir jetzt eben auch, dass doch Nestlé jetzt im Moment wirklich deutlich unterbewertet ist und zwar hier mit einem KGV von 18,5 bzw. 16,8 und hier lagen dann eben die Zahlen im Schnitt der letzten 5 Jahre deutlich drüber mit 24 bzw. 22er KGV. Also von der Warte aus könnte jetzt doch Nestlé ein sehr, sehr interessanter Wert sein. Wenn wir uns den Fernwert angucken, habe ich hier mal das KGV in den letzten 3 Jahren etwas angepasst und da sehen wir dann auch, dass Nestlé minimal unterbewertet ist. Wenn wir jetzt hier einen Kauf simulieren und nehmen die mittleren Bewertungen bis Ende 2026 an oder die oberen Bewertungen, dann haben wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 11,7%. Also ja, ganz nett, ist jetzt kein wahnsinnig gutes Renditepotenzial. Wenn wir uns hier mit dem Light-Modus den operativen Cashflow anschauen, sehen wir auch hier, dass wir 20% angeblich unterbewertet sind. Das gleiche beim bilanzierten Gewinn und beim bereinigten Gewinn. Das Ding ist halt, dass hier auch noch Jahre dabei sind, wo es dem Unternehmen deutlich besser ging. Also vor allem hier so 2021. Da hat man natürlich auch noch wirklich gute Gewinne gehabt, bevor dann diese richtig starke Inflationswelle auf die Margen und so weiter gedrückt hat. Wir können uns hier auch die einzelnen Segmente nochmal anschauen. Also hier ist sowas wie Flüssigkeiten, also Getränke, dann Petcare, dann auch hier was mit Gesundheit, dann natürlich Milk Products und Eiscreme, Wasser, also viele Segmente. Man ist regional auch stark aufgestellt, Fokus natürlich auf die USA, aber man ist auch in vielen europäischen Ländern tätig, in Indien, Kanada, Mexiko, in China, also wirklich ein Weltkonzern. Ja, ist, denke ich, auch jedem klar. Nestle kennt man natürlich auch. Bevor wir jetzt noch auf den Investor Presentation kommen, kann ich dir hier noch empfehlen, dass du jetzt mal ein kostenloses Abo dalässt für diesen Kanal, denn hier werden immer wieder spannende Investitionsmöglichkeiten und Aktien besprochen und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn dir dieses Video gefällt,
hilft mir natürlich unglaublich weiter. So, schauen wir mal rein in diese Investor Presentation von dem CFO hier von Nestlé. Hier sehen wir, dass wir hier 4% organisches Wachstum erwarten können. Es soll auch weiter so gehen. Also man ist hier eher in einem langsamen Wachstum unterwegs. Die einzelnen Segmente sehen wir jetzt hier mal. Also Kaffee soll 3 bis 5% wachsen, Petcare 4 bis 5, Nutrition Dairy 2 bis 3, dann Health Science 5 bis 7. Also dieser Gesundheitsbereich ist noch der Bereich, der am meisten wachsen soll. Und insgesamt soll man hier ein Wachstum von 3 bis 4% insgesamt ja, sehen. Das ist natürlich jetzt kein starkes Wachstum mehr für dieses Unternehmen, aber es ist ja eben auch ein riesiger Konzern schon. Aber man muss halt festhalten, also hier, ja, das Wachstum ist einfach sehr niedrig. Außerdem leiden sie natürlich wirklich gerade unter diesen starken Kaffeepreisen. Also die sind ja wirklich extrem angestiegen. Und da das auch einer der größten Segmente ist von Nestlé, leidet man da deutlich drunter. Und wenn sich da aber mal die Situation etwas entschärft, könnte das aber wieder zu besseren Margen und so weiter führen. Die Cashflows sind leider langfristig auch nicht steigend. Die haben sich aber im Vergleich zum Jahr 2022 jetzt wieder deutlich verbessert. Aber ja, es ist hier eben auch eher eine seitwärts gerichtete Entwicklung. Die CapEx prozentual zu den Sales sind minimal angewachsen. Das gleiche gilt auch fürs Working Capital. Sie haben einen Fokus bei der Kapitalallokation auf Dividenden. Das werden wir jetzt dann auch gleich noch anschauen. Also sie zahlen eine sehr, sehr schöne Dividende. Die wird auch relativ nett gesteigert. Ja, außerdem auf organisches Wachstum. Also sie möchten organisch wachsen und neben den 2 Punkten auch noch ein bisschen Aktienrückkäufe und Akquisitionen durchführen. Und eben ihr Financial Leverage Target ist hier bei 2 bis 3 Net Debt to EBITDA, wie bereits erwähnt. Die Guidance sieht aber auch relativ schwach aus. Für 2024 erwarten sie da 2% organisches Wachstum. Soll sich dann im Jahr 2025 verbessern. Ja, man sagt dann auch nicht, welche Zahl. Also wenn es 2,2% sind, dann hat sich das eben auch schon verbessert. Und Operating Profit Margin soll dann etwas besser als 17% sein. Aber das ist halt eben auch ein Nahrungsmittelkonzern. Deswegen ja, ist natürlich jetzt auch klar, dass da die Margen nicht so extrem sein können. Müssen aber festhalten, das Unternehmen wächst nicht mehr wahnsinnig und das soll sich auch eigentlich nicht ändern laut der Guidance. So, kurze Unterbrechung. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem der günstigsten Aktienbroker in Deutschland und Bock hast auf diese Aktion, kann ich dir den Finanzen.net Zero Broker empfehlen. Da kriegst du jetzt nämlich 5% pro Monat Cashback, also auf diesen MSCI World Sparplan. Also da kannst du hier bis zu 110 Euro monatlich, also 5% extra Cashback bekommen. Also auf diese Sparrate, die du da einstellen kannst. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Und gerade wenn man hier den MSCI World besparen möchte, sind natürlich 5% Cashback sehr, sehr nett. Und da kannst du eben mit dem ersten angepinnten Kommentar oder mit dem Link in der Beschreibung ein Konto eröffnen und dir diese Aktion hier sichern. Und das ist natürlich auch für mich indirekt eine kleine Unterstützung. Danke dir. So, Nestlé Qualitätscheck gucken wir uns noch an und hier ist halt auch leider ein grauenhaftes Bild. Qualitätscheck sagt 4 von 15 Punkten. Also da würde ich auch zustimmen. Also das Unternehmen ist qualitativ gesehen ja, eher schwächer. Wir sehen das eben auch hier nochmal an den ganzen Zahlen. Also da sieht es auch eher gelb bis rot aus. Piotrowski F-Score haben wir auch 4 von 9 Punkten nur. Und hier sieht man eben auch nochmal, wie zyklisch der Umsatz auch teilweise ist. Und dazu hier der operative Gewinn, also das EBIT. Aber jetzt gucken wir endlich mal auf den Chart von Nestlé. Das ist ja schon fast immer das Wichtigste. Und wir können hier eigentlich sehen, dass vor allem bis 2023 das Unternehmen einen schönen langfristigen Aufwärtstrend hatte. Aber dann eben hier mit Unterschreiten von den 95 Schweizer Franken haben wir den langfristigen Monatstrend gebrochen und befinden uns seitdem in einer wirklich rasanten Abwärtsphase. Und ja, dieser Trendkanal ist natürlich jetzt nicht mehr intakt. Den habe ich einfach nur mal eingezeichnet, um zu zeigen, ja, dass hier ein deutliches Verkaufssignal stattgefunden hat. Wir sehen eben auch, dass die wichtigste Unterstützung hier schon gebrochen wurde und wir jetzt hier auf diesen ja, ewig langfristigen Unterstützungen aktuell sind aus 2018. Also das sind ja wirklich ewig alte Kursregionen, können aber auch sehen, ja, die Aktie ist schon deutlich überverkauft. Also wirklich ohne Gegenwehr läuft sie nach unten. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt nochmal einen Move sehen nach oben und hier irgendwann mal diese 95, was das sind, hier wieder
antesten. Das halte ich schon für möglich, aber langfristig glaube ich nicht, dass Nestle es schaffen wird, den Gesamtmarkt outzuperformen. Also halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, eigentlich schon fast ausgeschlossen. Also da muss dann eigentlich einiges passieren. Ich möchte mir jetzt noch den Chart anschauen mit Dividenden eingerechnet. Den seht ihr nämlich jetzt. Ja, da sieht es schon ein bisschen besser aus. Also da haben wir noch nicht diesen ultra langfristigen Trend gebrochen. Da sind wir auch noch auf der Unterstützung. Also mit eingerechneter Dividende sieht es etwas besser aus, aber leider, ja, das macht jetzt eben auch nicht mehr die schlechte Performance des Kurses wett. Aber mit Dividende, ja klar, also da sieht es nochmal ein Stückchen besser aus. Sollten wir uns jetzt hier stabilisieren und man hat jetzt da Lust auf einen richtigen Turnaround zu spekulieren, kann man das natürlich machen. Man hätte da natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial auch. Die ursprüngliche Bodenbildung, die wir hier mal versucht haben, auf dem Niveau dieser Monatsunterstützung haben wir ja leider nicht geschafft. Das ist natürlich auch schon ein schwaches Signal gewesen. Jetzt hier unten aber doch mal eine erste Reaktion. Also kurzfristig ist jetzt hier schon ein kleiner Trendwechsel eingeleitet worden. Aber also dieser Abverkauf, der ist einfach so stark. Also werden ganz, ganz, ganz lange hier kein neues Allzeithoch sehen, meiner Meinung nach. Es wird ewig dauern und dieser kleine Boden reicht jetzt eigentlich auch noch nicht aus, um hier auf den großen Trendwechsel zu spekulieren. Also halte ich für eher unwahrscheinlich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten paar Jahren die Aktie wieder zulegen kann. Ja, übrigens zahlt Nestlé im Moment hier eine Dividende von 3,8%, also das wirklich ja, doch eine relativ starke Dividende, die da ausgeschüttet wird. Aber die ist natürlich von der Ausschüttungsquote halt auch schon relativ hoch und das ist auch so ein bisschen das Problem. Die Dividende kann deswegen natürlich auch nicht mehr so extrem oder anwachsen. Marktkapitalisierung, ja, wie gesagt, riesiges Unternehmen, also hier 200 Milliarden Schweizer Franken und Bewertung gerade KGV 18. Also ich finde Nestlé jetzt für mein Portfolio, sage ich auch gerne mal mit dazu, völlig uninteressant. Ich würde mir Nestlé niemals in mein langfristiges Aktienportfolio legen. Da gibt es viel bessere Aktien. Erstens aus dem Konsumbereich, zweitens aus anderen Segmenten, die höheres Wachstum haben, bessere Margen, eine höhere Qualität und Nestlé ist da einfach auch also einer der schlechtesten Aktien, die es eigentlich gibt in dem Konsumsektor. Also für mich kommen da eher andere Aktien in Frage, wie zum Beispiel Lotus Bakeries. Die sind relativ spannend, sind natürlich auch ein absolut Dauerläufer, zahlen natürlich auch weniger Dividende, haben eine viel höhere Bewertung. Also da muss man sich auch ein bisschen klar werden, was einem denn wichtig ist bei einer Aktie oder was die ja, letztlich die Investmentstrategie ist, die man hier fährt. Oder so ein kleiner Zwischenpick ist Mondelez. Mondelez finde ich auch relativ interessant. Kann man sich auch mal anschauen. Wenn man sich für Nestlé interessiert, glaube ich auch, dass qualitativ nochmal besser aufgestellt ist, als es Nestlé ist. Also Mondelez, ja, eine schöne Alternative. Habe ich auch mal eine Analyse dazu gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und hier bekommt man auch gerade eine Dividende von 3,2%, also das ist auch stark. Gefällt mir ganz gut als Alternative. Ist zwar nicht so krass interessant wie jetzt Lotus, Bakeries, aber auch spannend. Und als letztes noch eine Alternative, klar, PepsiCo. Also Pepsi finde ich immer noch total attraktiv. Wir sind jetzt hier auf diesen langfristigen Niveaus auch angekommen und wenn wir uns da alt stabilisieren, also dann hat man da auch wieder eine sehr, sehr gute historische Kaufchance bei Pepsi. Und ich denke, es ist jedem klar, Pepsi ist wirklich im Konsumsektor einer der besten Aktien, gerade hier mit dieser historisch hohen Dividende, 3,6%. Auch hier mal einen genaueren Blick vielleicht drauf werfen, ist auf jeden Fall auch eine gute ja, Aktie, die man sich erst Peer Group mal angucken kann im Vergleich zu Nestlé. Aber lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von Nestlé haltet. Habt ihr die Aktie vielleicht sogar im eigenen Portfolio oder ja, auf der Watchliste? Meine Zuschauer sind ja meistens eher auf die Value-Titel bedacht und nicht auf diese ganz, ganz hohen Dividendenausschütter. Aber würde mich definitiv interessieren, was ihr von der Aktie haltet. Sie ist ja schon viel diskutiert, auch in den letzten Monaten und Jahren. Und ich sehe immer wieder Leute sagen, ja, die ist völlig unterbewertet. Und ich kaufe die jetzt wegen der hohen Dividende. Ich habe jetzt hier versucht, so ein bisschen damit aufzuräumen und euch auch zu vermitteln, dass die Aktie einfach eine schlechte Aktie ist. Ist leider so. Und wir jetzt zumindest hier technisch und fundamental keinerlei Anzeichen dafür sehen können, dass sich hier die Situation verbessert. Also da brauchen wir definitiv noch mehr Infos, mehr Daten. Und es gibt halt meiner Meinung nach einfach ja, bessere Aktien an der Börse und bessere Investmentmöglichkeiten.
Aber ja gut, also wenn man ein unglaublich eingesessenes Unternehmen mit einer sehr, sehr hohen Dividendenrendite sucht, dann kann das natürlich trotzdem vielleicht eine interessante Aktie sein. Ja, das war's aber für dieses Video und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Aktien ich selber gekauft habe, und zwar für über 10.000 Euro, dann schau dir doch gerne mein letztes Video an oder auch mein Video zu Unilever. Unilever ja auch eine sehr, sehr spannende Dividendenaktie, auch nochmal deutlich interessanter, als es Nestlé ist. Auch dieses Video kann ich dir empfehlen, gerne mal auschecken und jetzt nochmal Daumen nach oben da lassen, auf keinen Fall vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao.